Du kannst in jedem Moment entscheiden, dass du dein Verhalten verändern möchtest. Und du kannst in jedem Moment beginnen, anders zu lieben, anders zu leben. Es ist eine Entscheidung und die liegt bei dir. Ich bin Aino Simon, ich bin Paartherapeutin und ich lebe zusammen mit meinem Mann und meinen Kindern in Berlin. In unserer Gesellschaft wachsen wir mit dem Bild auf, dass in der romantischen Liebe und Sexualität immer zusammengehören. Und dass man sexuell exklusiv miteinander lebt. Das nennen wir Monogamie und das ist das romantische Idealbild. Und die Monogamie ist eine ganz super feine Sache, denn sie gibt dir Sicherheit und sie befriedigt dein Bedürfnis nach Schutz, nach Heimat. Gleichzeitig ist es so, dass wir Menschen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben und es gibt bestimmte Bedürfnisse, die jeder von uns hat, die in der Monogamie sich kaum oder fast gar nicht befriedigen lassen. Und das darf man nicht unterschätzen. Deswegen würde ich sagen, dass in sehr vielen Beziehungen irgendwann dieser Moment kommt, wo einer fremd geht. Da bist nicht du dran schuld und auch nicht dein Partner, sondern das hat was damit zu tun, dass Liebe und Sexualität eigentlich zwei völlig unterschiedliche Bereiche sind, die gar nicht von Natur aus unbedingt zusammengehören. Ich bin eine ganz eifersüchtige Person und ich habe Betrug erlebt, natürlich in meinen Beziehungen, sowohl als Täterin als auch als Betrogene. Und ich weiß, dass diese Situationen sehr komplex sind und sehr viel Schmerz verursachen können. Gleichzeitig fand ich das nicht toll, dass ich fremd gegangen bin. Also das war jetzt nicht eine Situation, die ich gut fand. Und als ich meinen Mann vor 19 Jahren kennengelernt habe, haben wir relativ am Anfang viel über diese Themen gesprochen und haben dann festgestellt, dass wir beide das kennen, dass wir fremd gehen und haben uns darüber ausgetauscht, woran kann das liegen. Und als wir dann zusammenkamen, haben wir beschlossen, wir wollen das nicht sexuell exklusiv leben, weil es offensichtlich zu uns nicht passt. Mein Beziehungsmodell ist ein sehr loyales Beziehungsmodell. Das heißt, es geht mir um Verbindung und um Loyalität. Und dann ist es eher nebensächlich, mit wem ich auch meine Sexualität teile. Und tatsächlich, gibt es auch Formen von offenen Beziehungen, die finde ich nicht sehr liebevoll. Also ich würde aufpassen und würde nicht offene Beziehungen hier verherrlichen oder sagen, das ist das Nonplusultra. Es kommt immer darauf an, wie du es tust. Wir haben für unsere Eifersucht gute Prinzipien gefunden. Zum einen ist es so, wir erlauben uns, die Eifersucht zu fühlen. Die zweite ganz wichtige Vereinbarung für mich ist, derjenige, der Eifersucht spürt, hat ja gerade das Empfinden verloren, dass er liebenswert ist. Das heißt, wenn dein Partner eifersüchtig ist oder deine Partnerin, dann wende dich ihr liebevoll zu und frag, hey, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen, dass du wieder fühlst, wie wichtig du mir bist? So. Und dann wird Eifersucht zu einer Quelle für persönliche Reife und ist was Wertvolles und ist gar nicht so schrecklich. Klassische Paartherapie ist etwas, was Paare aufsuchen, wenn die Beziehung in der Krise ist. Und ich habe im Laufe der Arbeit gemerkt, dass es viel wirkungsvoller ist, wenn Menschen schon vor der Krise anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie Beziehungen gut funktionieren. Ich habe die Couple Care Methode entwickelt, um Paare dabei zu unterstützen, ihren Alltag liebevoller, freundlicher, freudvoller, lustvoller zu leben. Die Aufgabe, die Arbeit, die Liebesarbeit, die zu einer guten Beziehung dazugehört, die ist in allen Liebesmodellen gleich. Aber die Dynamik ist in offenen Liebesmodellen größer, weil Gefühle der Eifersucht schneller kommen und Konflikte schneller heftig werden. So, und ich würde vermuten, es ist eher ein Vorteil, Konflikte frühzeitig zu lösen und nicht zu warten, bis sie jahrelang im Keller schön vor sich hingemoddert sind. Ich plädiere sehr stark dafür, egal ob du monogam oder anders offen lebst, dich um die
Aufarbeitung, die Bewältigung deiner Konflikte zu kümmern, frühzeitig. Früher habe ich vielleicht auch so ein bisschen geglaubt, dass die Liebe mich glücklich macht. Und wenn ich nur den Richtigen finde, dann ist alles perfekt. Und heute weiß ich, dass du dich zuerst selber glücklich machen darfst. Und dann kommt eine schöne und glückliche Liebe. Wenn du erwartest, dass die Liebe dich glücklich macht, dann ist es keine gute Basis, weil dann bist du abhängig von dem, was von außen kommt. Ich wünsche mir, dass unsere Gesellschaft Beziehungskompetenz ernster nimmt. Das ist kein Geheimwissen, sondern wir haben durch die psychologische Forschung und die Gehirnforschung alle Erkenntnisse, die es braucht, um Beziehungen besser zu leben. Und das würde ich mir wünschen, dass unsere Kinder das systematisch lernen.